Aus aktuellem Anlass willkommen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du schaust in die Nachrichten, hörst Gespräche im Alltag oder liest Kommentare im Netz und irgendetwas daran wirkt zunehmend angespannt. Die Menschen reagieren schneller gereizt, härter und manchmal regelrecht aggressiv. Als hätten viele innerlich keinen Halt mehr und würden diesen Druck nach außen abladen. Das ist kein persönlich gefärbter Eindruck, der täuscht. Es ist eine nachvollziehbare Reaktion auf die Welt, die für viele unübersichtlich geworden ist und immer unübersichtlicher wird. Was dabei oft übersehen wird: Angst macht nicht nur leise, sie macht auch laut. Wenn Menschen nicht wissen, wohin mit ihrer Unsicherheit, sucht sie sich einen Ausdruck. Manchmal zeigt sie sich als Wut, manchmal als moralische Härte, manchmal als ständiger Alarmzustand. Und das betrifft längst nicht nur die anderen, die sogenannten. Diese Dynamik berührt uns alle, ob wir wollen oder nicht. Ich möchte heute nichts erklären hier, nichts einordnen und auch nichts richtigstellen. Mir geht es um etwas wesentlich Einfacheres, um eine innere Bewegung, die wieder möglich wird, selbst dann, wenn man sich überhaupt nicht mit Spiritualität beschäftigt. Es geht darum, wieder zu Sinnen zu kommen. Im wörtlichen Sinn. Wieder bei dem anzukommen, was man wahrnimmt, bevor die Gedanken anfangen, alles zuzuspitzen. Und das tun sie ständig. Angst entsteht selten durch das, was gerade real vor uns liegt. Sie entsteht durch Vorstellungen darüber, was kommen könnte, was eskalieren könnte, was außer Kontrolle geraten könnte, aus der Kontrolle unseres Egos. Unser Nervensystem reagiert darauf, als wäre all das bereits geschehen. Der Körper spannt sich an, der Atem wird flacher, die Gedanken kreisen enger, wie in einem Käfig. Und in diesem Zustand verliert der Mensch etwas sehr Wichtiges, seine innere Beweglichkeit, den Raum. Vielleicht hast du schon mal bemerkt, wie schwer es ist, klar zu denken, wenn du innerlich unter Druck stehst. Genau das passiert gerade auf kollektiver Ebene. Viele Menschen funktionieren im Dauerstress, ohne es bewusst zu merken. Und aus diesem Zustand heraus entstehen natürlich keine weisen Entscheidungen, keine menschliche Weite, keine echte Begegnung. Es geht eher um Angriff und Verteidigung. Was hilft also? Überraschend wenig und zugleich etwas sehr Konkretes. Der erste Schritt ist kein neues Weltbild und keine bessere Erklärung. Es ist das Wiederherstellen eines inneren Abstands zu dem Strom an Reizen. Nicht durch Rückzug aus der Welt, sondern durch einen bewussteren Umgang mit ihr. Das Nervensystem braucht Entlastung, sonst übernimmt es die Führung. Man kann sich das vorstellen wie bei einem überhitzten Motor. Man diskutiert mit ihm nicht über die richtige Fahrweise, man nimmt erstmal Gas raus. Für uns bedeutet das weniger Dauerbeschallung, weniger ständige Aktualisierung, weniger emotionale Überforderung. Aber nicht aus einer Gleichgültigkeit heraus, sondern aus Selbstfürsorge. Du darfst für dich da sein. In diesem ruhigeren inneren Raum wird dann wieder etwas anderes spürbar,
Das ist wie eine Art Grundorientierung, die nicht laut ist. Ein schlichtes Empfinden dafür, dass man gerade hier sitzt, atmet und vielleicht hinhört. Dass in diesem Moment nichts gelöst werden muss. Das klingt vielleicht banal, ist aber entscheidend. Denn aus diesem Zustand der inneren Ruhe verändert sich die Qualität unseres Denkens. Gedanken werden natürlich weiter auftauchen, aber sie haben dann nicht mehr diese zwingende Schärfe. Wir können sie betrachten, ohne sofort von ihnen mitgerissen zu werden. Genau dort entsteht Wahlfreiheit. Nicht die Freiheit, die Welt zu kontrollieren, sondern die Freiheit, wie man ihr innerlich begegnet. Vielleicht fragst du dich gerade, was das angesichts realer Probleme bringen soll. Die Antwort ist ganz klar und ganz logisch. Ein Mensch in innerer Daueranspannung verschärft jedes Problem. Ein Mensch mit innerer Klarheit kann auch Schwieriges sehen, ohne daran zu zerbrechen. Das ist kein spirituelles Ideal, sondern eine ganz klare psychologische Tatsache. Tröstlich ist dabei etwas sehr Menschliches. Du musst nicht alles verstehen, um innerlich stabil zu sein. Du musst keine endgültige Haltung zur Weltlage entwickeln oder für alles Lösungen parat haben. Es reicht völlig aus, wenn du dich immer wieder daran erinnerst, dass dein Inneres nicht der Austragungsort globaler Krisen sein muss und kann. Dein Denken darf langsamer werden und mehr Raum geben. Dein Fühlen darf sich regulieren, denn dein Menschsein ist nicht dafür gemacht, permanent im Ausnahmezustand zu leben. Wenn wir so wieder zu Sinnen kommen, verändert sich auch unser Blick auf die sogenannten anderen. Hinter der Angriffslust wird wieder die Verunsicherung sichtbar, hier und dort. Hinter der Härte die Überforderung. Das entschuldigt vielleicht nichts oder nicht alles, aber entlastet das eigene Herz. Und genau dort beginnt etwas, das man Trost nennen kann, als eine wirklich spürbare Erleichterung. Vielleicht ist das jetzt der wichtigste Punkt. Du darfst dir erlauben, innerlich ruhiger zu werden, selbst wenn die Welt unruhig bleibt oder noch unruhiger wird. Das ist kein Wegsehen. Es ist eine Rückkehr zu einer inneren Haltung, aus der Menschlichkeit wieder möglich wird. Für dich und dadurch auch für die sogenannten anderen, die in Wahrheit dasselbe sind wie du. Wenn dieses Video dir einen Moment von Klarheit gegeben hat, dann hat es seinen Zweck erfüllt und dann freue ich mich. Mehr braucht es manchmal nicht. Danke fürs Hinhören und komm und bleib bei Sinn.